So, wie ihr hört, aber nicht sehen könnt, haben wir heute uns dazu entschieden, nochmal Granblue zu spielen. Aber wir wissen noch nicht so genau, warum wir nichts sehen. Ich habe keine Ahnung, warum es das nicht will. Ah, jetzt will es das. Ist heute etwas willkürlich. Ja, Kapitel 4. Wow, schon ganze 4 Stunden Spielzeit. Was mich mal interessieren würde ist, gibt es denn jetzt schon Daten dazu? How long to beat? Wie lange können wir uns... Mag ich eigentlich immer. Ich gucke mir immer gerne mal an, wie lange dauert es eigentlich, so ein Spiel durchzuspielen. Und... Oh. Also Main Story tatsächlich... Es ist kein langes Spiel. Es wäre Main Story und Sidequests sind hier momentan, ich kann es ja fast gar nicht glauben, sogar noch unter Spider-Man 2, also 16 Stunden. Ungefähr so in die Richtung halt gehend. Ein JRPG, ich hätte ehrlich gesagt damit gerechnet, dass es wesentlich länger dauert. Ja. Ich hätte jetzt mal mindestens mit einem 3- bis 4-fachen gerechnet an der Stelle. So. Schauen wir mal rein. Ich habe eine Chatrate. So. Schauen wir hier, dass wir den Live-Chat sehen. So. Hang tight, Lyria. We're gonna save ya, no matter what. So, dann schauen wir uns das hier mal an. Wie wollen wir jetzt eigentlich Lyrias Tagebuch lesen, wenn sie gar nicht mehr bei uns ist? So, wir haben ein paar Sachen. Gran wurde abgedatet. Okay. Ja, die Avia-Sekte, genau. Irgendwann gingen die Namen aus, dann hießen die nur noch IO, ID. Gut, Lilith ist jetzt auch kein allzu seltener Name. Was ist denn ein Furkan? Ah ja, der. Na, der war eigentlich entspannter als gedacht. So, der. So, die Minen. Unerwartet zerstörerische Winde und Tornados. Geht doch eigentlich, oder? Drei weniger vermisst, dafür 9 mehr gestorben. Rolands Pflegeanleitung. Ach so. Okay. Ich dachte mir nur, ich gebe dir eine Einführung darüber, wie du das Schwert und die Rüstung pflegen sollst, die ich dir gegeben habe. Ich habe sie vor langer Zeit angefertigt und spezielle Metalllegierungen verwendet. Tut mir leid, das ist ein Betriebsgeheimnis. Ich bin mir sicher, dass meine Werke jede Menge aushalten werden, aber nur, wenn du auf die richtige Pflege achtest. Echt Abnutzung? Okay. Fangen wir mit dem Schwert an. Harte Kämpfe sorgen für Abnutzung, daran führt kein Weg vorbei. Du musst dafür sorgen, dass die Klinge immer scharf ist. Aber das wusstest du wahrscheinlich schon.
Jeder beliebige alte Schleifstein eignet sich dafür, solange du behutsam vorgehst. Danach solltest du die Klinge mit hochqualitativem Kamelienöl versehen, das von den Schmieden in Saatholm hergestellt wird. Es ist nicht billig, aber seinen Preis wert. Vergiss am Schluss nicht, das überschüssige Öl mit einem alten Fetzen abzuwischen. Jetzt zur Rüstung. Sie häufig mit Öl und einer Metallbürste zu polieren ist ein Muss. Außen wurde sie chemisch mit Melamid behandelt, um Rost zu verhindern, aber diese Beschichtung kann bei besonders wilden Kämpfen Schaden nehmen. Schrubbe jeglichen Rost umgehend mit einer Metallbürste und Öl weg, sonst breitet er sich wie Schimmel aus. Oh, und achte darauf, dass es Dali 566 ist. Ah ja, okay. Das ist eine hochleistungsfähige Allzwecköl, das auf der Insel Dali hergestellt wurde, obwohl niemand mehr weiß, wie man es macht. Okay. Interessant. Ich habe dir für den Anfang eine kleine Flasche mitgegeben, aber du sollst dir bei deinem Händler mehr besorgen, wenn du kannst. Wenn du darüber hinaus noch Hilfe benötigst, dann bring deine Ausrüstung zu einem Schmied in Volker oder Saatholm. Das kostet zwar etwas, aber in manchen Situationen muss ein Experte Hand anlegen. So. Oh, wir holen uns schon mal auf jeden Fall hier unsere Belohnungen ab. Ist das jetzt ernst gemeint? Also ich meine, bei Monster Hunter war es ja auch so, dass man während einem Kampf oder so, ne, muss man ja das dann immer wieder legen, das Zeug, muss es wieder schärfen, damit man den maximalen Damage austeilen kann. Ist das hier genauso? Gut. Achso, da kann man direkt reisen. Gleich. Das heißt, man kann den Waffenskin ändern. Oder war das jetzt einfach nur Blödsinn? Hol dir mehr Waffen, die du als Skin verwenden kannst. Eine glanzlose Metalllegierung, die zur Verbesserung von Waffen verwendet wird. Okay. Ja, von denen haben wir einige. Da wäre halt die Frage, ob man die irgendwann kombinieren kann oder ob man die freischalten kann. Also, das heißt freischalten, sorry, zerstören kann. Freischalten, ja. Natürlich. Mit Sicherheit. Das ist hier eigentlich schon wieder schief gelaufen und was ist eigentlich gerade mit dem Stream los hier? Kann mir das jemand erklären? Ich sehe gerade, da hat es mir einfach mal die Kamera weggehauen. Ordnen, hoch. Ganz hoch. Wenn man das wegmacht, jetzt ist meine Kamera einfach weg. Interessant. Jetzt ist das Spiel einfach weg. Also OBS ist gerade irgendwie ein bisschen seltsam drauf, muss ich sagen. Die Webcam funktioniert allgemein auch, weil sie nämlich in der anderen Szene funktioniert. Aber hier funktioniert sie irgendwie gerade nicht. So, gerade mal zu switchen. Okay. Ganz seltsam, oder? Da geht es einfach kaputt. Ja. Ja, so ist es mit der Technik. Jetzt sollte es aber wieder passen. So. Ah ne, wir waren noch nicht fertig, ne? Die Rebellenkleidung, ja. Lebenssymbiose haben wir bekommen. Als Gran bei der Verteidigung von Lyria vor dem ersten Imperium umkam, teilte sie ihre Lebenskraft mit dem zukünftigen Captain, rettete Gran und löste damit ein unglaubliches Abenteuer aus. Obwohl die beiden ein unzerstörbares Band verbindet, scheint es schwächer zu werden.
Rupien-Sparfuchs, was auch immer das bedeutet. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal einen Handwerker um Hilfe fragte. Wie nostalgisch. Könntest du mir einen seiner Flyer holen? Wenn ich darüber nachdenke, sieht der neue genauso aus wie der von damals. Seltsam. Smell a new mission. Wir nehmen es einfach mal an. Ich glaube, wir haben auch schon, oder? Quest abschließen. Du hast die folgende Belohnung erhalten. Ja, ja, okay. Complete. So, dann machen wir das tatsächlich so, dass wir jetzt aber mal... dass da alles halt immer in diesen Tagebüchern auftaucht. Ist ein wenig anstrengend. Du musst dich ständig wieder durch die Menüs klicken, ne? So, ein Siegel. Verdiene mehr Rupien. Der Effekt gilt nicht für Online-Spieler in deiner Gruppe. Brauchen wir erstmal nicht, oder? Halte ich jetzt für... So, wir haben die Nebenquests und wir können also ein paar davon abgeben. So, die Goblins haben wir geschafft. Mission complete. Ja, die Golem-Finger haben wir leider nicht geschafft. Aber guck mal, wir haben 4 Krabben. Mission complete. Let's kick some tail. Die zweite haben wir auch gleich schon geschafft. Mission complete. Okay, die jetzt nicht. Okay, die dritte hat man nämlich auch schon geschafft. Was ist denn Kraftmächte? Hat die Merkmalstufe und damit verbundenen Effekte abhängig von der Menge geretteter Kleinzangen. Nicht zum Verkaufen oder Tauschen. Erhöht die Merkmalstufe. Muss ich das verstehen? Seems useful. Okay. Das bedeutet, so, jetzt lass mal schauen. Da hinten sind ja unsere Quests. Wir könnten mal so eine Nebenmission auch gleich noch machen. Das wäre jetzt so mein... Stimmt, zum Schmied müssen wir auch noch mal. Der hat ja was Neues. Mit Refinium wird das Stufenlimit einer Waffe aufgehoben. Waffen, deren Limit aufgehoben wurde, können weiter aufstufen, was neue Eigenschaften freischalten kann. Okay. Mhm. Das heißt, okay, die Stufe hat er mir immerhin... Ich kann ihm jetzt hier die Max-Stufe erhöhen. Jetzt Level 30. Guck's dir an. Ah, das braucht aber auch gleichzeitig Autostufe, sagt er. Autostufe. Moment. Also Autostufe. Stärkekristall wird wahrscheinlich einfach gleich mehrere Level. Okay. Autostufe, sagt er, verbessern. Naja, gut. Verbessere das mal. Er muss eh Max kriegen. Ja. Kann ich? Nein, kann ich nicht. Frage ist halt, wann wir die zwei hier mal aufstufen würden. Ich hätte gesagt, wenigstens ein Stern, ne? Ich bin so unentschlossen, ne, an der Stelle. Ich würde wahnsinnig gerne die Waffen, also ich glaube, Io können wir auf jeden Fall immer aufstufen. Sie ist halt meine Elementarmagierin, so, die werde ich brauchen. Wir machen mal das können wir aber auch nicht, ne? Und ja, der und Rackham sind halt so ein bisschen
Also Ayo kann eigentlich Feuer und Eis. Deswegen wären Eugen und Rosetta eigentlich die besseren Kollegen, ne? Also Eis ist Wasser, prinzipiell gesehen. Also mehr Abdeckung hätten wir mit Eugen und Rosetta, aber wir wollen mal noch nicht zu viel auf einmal. Wow. Despite it all, Io seems determined. Also wir gehen mal zu ihm. What can I do you for? Ooh, Ja, weil wir können ja noch Schätze tauschen. items before they fly off the shelf. Weil ich kann jetzt gegen... Verstehe es noch nicht so ganz. Wofür brauche ich jetzt die Klaue der Landbeste? Das brauche ich nicht, aber Stärke-Splitter brauche ich ja immer. Also daneben ist, was ich kaufen kann. 17 Stück und kann auf... Okay. Which crew member would you like to call? Ja, das ist halt noch so ein Thema. Wer sieht denn da vom Gameplay ganz interessant aus? Aitsche, auch interessant. Aha. Es sind verschiedene Spielstile, ne? Und die ändern jetzt auch ein bisschen an Monster Hunter so. Dass man einfach sagt, ja, okay, man hat da jetzt halt so verschiedene. Der ist halt brutal schnell, ne? Hier der Kleine. Und der Sensemann. Der Versager, Waserager. I can get you one whole sail. Don't be a stranger. So, das ist die eine Sache. In letzter Zeit wurden beunruhigend viele Monster im Wald gesichtet. Leider ist es dem Korps momentan nicht möglich, mehrere Patrouillen einzusetzen. Wir bitten die Bürger, wenn möglich, nicht in den Wald zu gehen. Wenn ihr unbedingt in den Wald müsst, konsultiert uns bitte vorher. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten und es gibt ein Angelturnier. Okay. Ich würde gerne mal so eine Nebenmission machen, deswegen ich suche gerade dieses Aufgabenbrett jetzt erstmal. Beziehungsweise hier gibt es noch eine Nebenmission. So, verkohltes Holz sollen wir finden. Ich wollte immer ein Luftschiffmuseum eröffnen. Hilfst du mir? Bring mir einen Teil von einem Luftschiff, das bereits eine Schlacht gesehen hat. Es können auch Trümmer sein. I smell a new mission. Das war hier oben, ne? Der Questschalter ist aktuell nicht verfügbar. Warum nicht? Ich vermute, ich muss erst mit den anderen reden, bevor das geht. Rackham looks ready to take off the second we say go. You don't think they're gonna do anything to her, do you, Captain? Either way, we have to save her. Damn straight. She's the ray of sunshine on our crew. Good thing we know where that red ship is going. Grand Cypher will hunt it down in no time. But once we catch him, those punks are gonna pay for what they did. They can run, Ich glaube, but seine they can't Waffe. fly from the Grand Cypher. Not while I'm helmsman. Seine Waffe werde ich wahrscheinlich noch upgraden vorher. Wow.
Despite it all, Io seems determined. Hey, Captain. Say, you remember the promise I made with Lyria? Mit dem Schminken oder We was? were gonna ask Rosetta to teach us how to put on makeup. I wonder if Lyria's crying right now. It must be scary being alone. I can't stand it! We have to save her! Lyria. Pardon me. I heard what happened with Lyria. I'm not much use in a fight myself, but maybe I can help in my own small way. Please, take this. Gib Zero eine Crew-Mitgliedskarte und sie wirbt ein neues Besatzungsmitglied für dich an. Habe ich eine bekommen, oder was? Welcome! Which crew member would you like to call? Also ich darf mir jetzt irgendeine aussuchen wahrscheinlich, ne? Es gibt tatsächlich keine Ranged, ne? Also, oder? Faust, Peitsche. Das sind alles wie diese Kampfstile bei der einzigen Range, den ich habe, oder die zwei Range, die es gibt, die habe ich auch. So eine Magierin, die halt eher auf Erdmagie setzt. Was hat sie da? Ein Speer? Ja, der Flammenberg ist eher so ein bisschen, geht ein bisschen. You wanna save a few cents. Ein talentiertes Schwert. Sie hat hart trainiert, um aus der Kunst und Magie ihrer Familie einen eigenen Stil zu machen. So eine Schwertmagierin, ne? Ich wüsste ehrlich gesagt nicht, auf wen ich da jetzt gerade Bock habe. Eigentlich finde ich, die besten hat man eigentlich schon von Anfang an. Schwertkämpfer haben wir ja schon mehr als genug. Ja, Magierinnen eigentlich auch. Ist das mit den Zweien, ne? Auch sehr schneller Schwertkämpfer. Ja, keine Ahnung. Also ganz ehrlich. Mehr so halten, okay. Jetzt hat sie eine Geisterpeitsche. Ist halt die Frage, wen man da eher tauscht, ne? Gut, der Captain wird immer dabei sein. Boah, ich weiß es nicht. Ich behalte das einfach mal. Ich habe da jetzt gerade keine zündende Idee. Pflastersteine, ja, haben wir mehr als genug. Können wir direkt abgeben. Easier than eating apples. Reicht das schon? Geht's nicht weiter? Ach, die liegen hier einfach so auf dem Dach rum. Sieh an. Gut, dann machen wir das letzte Mal Quatschen noch hier durch, oder? Oder wir gucken mal hier hinten rein. Hier waren wir noch gar nicht, oder? Da ist eine Kiste. What's this? Ooh. Es lohnt sich auch ein bisschen zu erkunden. Finde ich schön. Haben wir schon einen Schlüssel?
Nee, ne? Das ist jetzt ausgerechnet der eine, dessen Quest wir noch nicht machen konnten. Hier oben riecht es nach Nebenquests, die wir noch nicht abgeholt haben. Nice. Keine Kringelpilze mehr. Oh Mann, ich habe keine Kringelpilze mehr. Uiuiui. Let's kick some tail. Was für ein Glück, haben wir schon mehr als genug gekauft. Easier than Gelootet. eating apples. Ist noch eine Sidequest, die wir noch nicht haben. So, so. Oh, Mein Hund schnarcht und schnarcht. So süß. Da was? Nein, da haben wir nichts. Okay. Ja. Oh, was ist denn da? Jetzt da hoch. Da gibt es bestimmt irgendwas Geheimes. Oder auch nicht. Noch nicht. So. Jetzt möchte er Kleinzangen. Achso, ja gut, von denen haben wir ja... Okay, das zählt immer als offene Quest. Okay. Gut, dann quatschen wir jetzt da oben noch. Genug erkundet. Rosetta's lost in thought. I wonder what she's thinking. Tell me, Captain, how are you feeling today? Müde. Ein wenig hungrig, das ist alles. Ja, das auch immer war. Just a little hungry, that's all. A healthy appetite is always reassuring. Thankfully, it looks like you've healed up just fine. But we can't wait around any longer. Our princess awaits her rescue. It's going to work out. We promised to meet up with Fix-It Dude. Let's head for the dock. Okay, also was wir jetzt machen... Oh, was will er? Achso, er will dieses Holz, ne? Skyfarers, what should I strengthen? I'll handle it. Success. Mehr kann ich leider nicht. Always aim for Oder? the top. Nee. Don't forget about upkeep. Aber was wir machen können, ist... ja, da können wir auch wieder rein. Dafür gibt es gar keine Belohnung. Das ist ja gemein. Wir können noch mal aufleveln ein bisschen. Wir haben noch ein paar von diesen Meisterschaftspunkten. Verbessere deine Waffen weiter, indem du MSP für deine Wertverbesserungen ausgibst. Erworbene Boni bleiben aktiviert, auch wenn du deine ausgerüstete Waffe wechselst. Verstehe ich noch nicht so gar. Okay, also Gran muss natürlich, da müssen wir, Ready for action. hier müssen wir offensiv definitiv Oh, that's how it's pushen. done. Fünf, 9 Punkte. Die können wir opfern. Well, all right. Yeah, I think I get it. So. Ach so, jetzt gibt es noch Sammlungen. Interessant. Guck mal. Kann die Waffe upgraden. Wait, this feels way Einzeln. lighter now. Oh weh. Er darf ja gar nichts. Das ist auch erstmal egal. Eugen ist wurscht. Rackham ist jetzt noch. Die dürfen wir auch nicht upgraden, okay. Das ist da erst ab 30, ne? Also die Waffenstufe müssen wir erhöhen, okay. Gut. Learn me Das something. Parieren und so, das müssen wir hier auf jeden Fall mal I think I beibringen. get it.
Okay, mehr Crit. Mehr Attack. Mehr Attack. That's the stuff. Interesting. So, bei Catalina, gehen wir natürlich hoch. Intriguing. A new technique. Jetzt haben wir hier Schadensfähigkeiten. Mehr Fähigkeitsschaden. Ja, die sind Great. beides nicht schlecht, ne? Hm. Seems useful. I can make use of this. Da gehen wir aber bei allem auf jeden Fall mal so in den ersten Knoten, die wir gerne spielen. So, und sie muss sowieso. Oh, fun! Hello, right! Ja, bei ihr wird es jetzt hier eher interessant. Also geht man jetzt eher auf noch dunklen Schaden und hellen Schaden. Nee, keinen. Es erzeugt einen Kreis, der Ayo starkes Herz und konzentriert verleiht. Konzentriert ermöglicht ihr Sterngucken schneller aufzuladen. Das sind Sterngucken. Y. Okay. Halte ich für sinnvoll erstmal. That's nice. This'll do the trick. Great! So, und in der Defensive beides okay. Da gehen wir hier. Mehr Heilung wirken, mehr erhalten, mehr Life. Das ist okay. Mehr machen wir erstmal nicht. So, sie kann Konzentration wirken, okay. Jähzorn hat er jetzt noch. Ja. So, genau, Siegel aufwerten. Das macht auch er, ne? Skyfarers, once your Da ist ja die Frage, kann man jetzt zum Beispiel das hier mit einem anderen Siegel, aber wir brauchen ja eine Greifenfeder. Come back sometime. Lass uns hier nochmal schauen. Können wir jetzt das aufrufen? Ja, jetzt Come geht's. to view the requests? Wir haben neue Schicksalsepisoden. So, das heißt bei Gran würde ich sagen, gehen wir mal weiter im Programm, oder? Ich fand das eigentlich gar nicht mal schlecht. Mal schauen, was er uns noch erzählt. Da geht es ja um Vern jetzt. Skyfarers, we need your aid. Goblins! Goblins in Tempeal! We were at the dock in Folka, taking care of landing procedures, when a panicked old merchant rushed toward us. In between his wheezing, he explained that a shipment of relief supplies headed for Tempeal had been intercepted by monsters. Tempeal reminded me of Id and how he had totally beat our butts. It was embarrassing, yeah, but what's worse, it reminded me of losing Lyria. Tempeal, huh? Maybe this time around I can actually help out. That wasn't Vern's usual peppy tone. He was probably reliving those bad memories, just like me. I guess after you've spent as much time together as we have, you pretty much share a brain. It wasn't going to be a fun journey to Tempeal for either of us. But we were Skyfarers, and desperate times called for brave faces. Anyway, goblins. Smart. Fast. That meant we wouldn't have the luxury of time. We needed to throw together the minimum amount of supplies needed for the journey and head out. I turned to Vern so we could discuss game plans, but then I saw his ears were droopy. If we're fighting goblins, then we should have them licked by lunch.
Something was wrong, but with the hasty flight preparations, I couldn't spare the few minutes to investigate. Pull through it, Vern, I thought. We need you. Okay, da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Spielt ja jetzt zeitlich eigentlich da, wo wir gerade sind, aber wir haben ja gar keine Abenteuer erlebt. Egal, wir buffen weiter. Ich meine, so kann man halt buffen. Ach, das ist jetzt eine Quest. Okay. Bereit? Ja, wir machen das einfach mal. Interessant, mal eine aktive. A little less than an hour later, it was time to depart. But Vern was nowhere to be found. Hurry, Skyfarers! We can't waste another second! The later we got there, the more supplies would be stolen or destroyed. This could add up to weeks or even months of delay in Tempeal's restoration. Vern, I hope you're okay, bud. I was worried out of my mind, but a captain's gotta do what a captain's gotta do. I left a message for Vern with the merchant, and we set out. Goblins? I can't even fight stinking goblins! What good am I? Just a scaredy lizard who brings everybody down. Man. If only I was more like my pal, swinging swords and shooting spells. Then I'd finally be able to help out. Maybe I could have stopped Avia from taking Lyria. Maybe I could have done something. How do you live the skyfaring life without combat skills? Heck, I can't even blow sparks, much less fire. What kind of dragon can't breathe fire? Ha! I tell everybody I'm a cool dragon, but I'm just a faker. You are unworthy. You were right, Ed. I'm not worthy. Not worthy of being in the crew. Not worthy of being the captain's best bud. Ah, finally, here you are! I was looking everywhere for you! Uh-huh. What did this old dude want with me? Your captain left you a message. The crew's gone on ahead, but as an indispensable member of the Grand Cipher, they want you with them as soon as possible. And that's an order. Indispensable? That meant like VIP, right? Me? For a second there, I was about to blow it off. Like, yeah, right, my bud's just saying that. But then I remembered, this crew had always kept it real. No lies, no flattery. Yeah, we kicked butt because we believed in one another. These guys were my best friends. And maybe we weren't perfect. I mean, we lost to Id, but my bud put his captain boots on and got right back up and tried again. It was never about swords or magic. It was about always moving forward, never giving up. And more than anything, it was about being there for each other. What was I worrying about? Who cares if I couldn't fight? There are 1,000,002 ways to help on an adventure. I mean, you try questing without a cook or a healer. Hello? Merchant of Vern, do you read me? If you're done daydreaming now, I've got a ship ready to go. It was time to get a move on, or I wasn't worth my scales. Sorry, everybody. Your pal Vern is on his way. Okay, people. It's go time! The supply Okay. should be this way. Let's move. Uh-oh, our potion stock's running low. We'll be okay, against a few goblins, right? Hopefully. Just don't overdo it. Okay, ist ja aber die gleiche Map wie vorhin. Nur mal gucken, ob wenn man da Dinge schon gesammelt hat, ob die dann wieder auftauchen. Scheinbar nicht. Und Rupien gibt es ja auch nicht mehr. Das ist ja frech.
Vern's okay. He was really down, wasn't he? Poor Vern. Gar keine Rupien oder was? Get out of our way! We're in a hurry here! Looking good! Stay calm, everyone! Enough of you! Finish! Damn, they're back for more. Right when we were about to cross the finish line. I see people! Over there, by the supplies! We have to go help them! Ja, die fallen jetzt halt einfach um, wie die fliegen. Folks doing okay? Skyfarer, we're doing better now. We need these supplies to replace and fuel. Please, would you protect them? We're on it. Take cover, okay? Stop, Roy! Just... On my mark. I think that was the last of them. Thank you. You've saved Tempeal's future. Heads up, goblin reinforcements. You just don't quit. Yeah! Did you miss me? Took me forever to catch up. Vern! Vern, was that an explosive? When did you get bombs? Here come more of those stinking gobbles. Can you take them? Sure can. Ach so, das ist der Händler und wir müssen diesen Frachthof. Okay. Those goblins managed to steal any more of the supplies, and the relief effort's good as done. No kidding. They've already hauled half our grain to higher ground. Higher ground? Sounds like a job for a cool dragon. That's a great idea, Vern. Put your wings to use. Are you sure you can manage? What if the goblins spot you? Piece of cake. I'll be back in 30 seconds or your money back. Feel the bus! I found some of the stolen supplies. They're safe and sound. They're weaker now! Here's the second punch. Wonderful. Brought potions. Everyone feeling better? Thanks, Vern. You're a lifesaver. Those goblins are getting nasty. Don't fall for their tricks. Superb. Go on, say more. Okay, das könnte ein bisschen... Sind es einfach viele. Looking good. Nope. Follow me. Take this. Keep focused. Those stinking goblins didn't get a single sack. Let's patch you up. Potions left. Thank you. Do your best, everybody. Do this. Wurde am Ende dann doch ein bisschen unübersichtlich. The enemy have started their retreat. I think the worst has passed. Thanks to you Skyfarers, Tempeal's finally gonna be rebuilt. We owe you everything. Vern was the real MVP. Aw, shucks. I bet you say that to all your lifelong pals. Good work.
After we'd secured the supplies, Vern talked about how he didn't think he was good enough for the crew. Obviously, he was the only one that felt that way. I'd always appreciated his support. During fights, he was a supply runner, lookout, and cheerleader. And both on and off the battlefield, he was my courage. But even the best people, and dragons, get discouraged sometimes. I really should have been more vocal about my appreciation. I made sure he knows now. We won the day because he came flying to the rescue. Just like I knew he would. I'll always be there for you, pal. He was back to his old self, basking in the praise of the crew. Which caused his ego to swell like a balloon, but hey, who doesn't need a little confidence boost after a dip? And Vern, let me just say it now. I value you. And all the hard work you do. From the bottom of my heart, thank you. Oh ja, das ist praktisch. Ein neuer Siegelslot. Das finde ich gut. Ist jetzt aber nur für Gran, ne? Also das heißt, Gran darf jetzt neben Angriffskraft 2 zum Beispiel auch einfach mal noch Leben 1. So. Sehr gut. Wir haben da noch so ein paar von den Dingern. Come to view the requests? Und zwar... Oh, Catalina darf noch nicht? Okay. Okay. Oha. Dann machen wir ja ihn. Weiter. Call it a side effect of being a helmsman, but my ears tend to laser in on any talk of airships. Then again, damn near anybody could have heard this guy shouting. No! No! You can't do this! She's still skyworthy! She can still fly! The distraught man was making a scene outside. 3 seemingly unfazed onlookers surrounded him. Between all the belly aching, I pieced together the man's story. He was an engineer, was upset that an airship called the Nautilus was set to be decommissioned. His 3 friends, meanwhile, were telling him to see reason that an old ship like that would be more useful as scrap. Reminded me of the Port Breeze days, back when my own dreams seemed like unscalable walls. The 3 onlookers were a young helmsman, a young mechanic, and an older merchant. They presented a unified front against the engineer, countering each of his arguments threefold whenever he opened his mouth to protest. As much as I wanted to help the guy, the trio were speaking the truth. Repairing the damn thing would cost buckets of rupees, and you can't fix an airship on gumption alone. Trust me, I've tried. Them's the breaks, kid. I turned to leave. None of my business, right? But dumb old me, I had to pause as my ears caught what he said next. We made a pact, didn't we? Don't you remember? The Nautilus. You promised that we would take her to the skies. He could barely hold it together. You could hear it in his voice, the desperation as he clung to a quickly fading dream. It was a feeling all too familiar to me. So, da gibt es ein weiteres kleines Stat-Update. Und da werden wir wahrscheinlich jetzt sogar wieder spielen. Ne? Ja, das ist kein Problem. Rackham spiele ich gerne. Bin am Überlegen, ob ich danach nicht mal die anderen 2 noch gerade mache, dass wir die mal ins Team mit aufnehmen. I mean, sure, the Nautilus may be old, but she's got plenty of potential. She could easily outpace any other cargo ship in the fleet. At least 3 times faster! Found the poor bastard blathering his woes at a tavern in Folka.
The seat next to his happened to be conveniently open, so I took it. Without so much as asking my name, he launched into story after story. It was clear he still needed to vent. Apparently, he just recently started his career as an engineer, planned on restoring the Nautilus. It would revitalize the local economy, help Folka this, assist Timpil that. He went on and on, but I knew he wasn't going to feel better until he confronted the actual issue at hand. Don't get me wrong, I think it's great you want to help your home like this, but that's not the real reason you're upset, is it? That obvious, huh? I made a promise to my friends. One day we'd fly our beloved Nautilus across the skies together. But the ship in question was long past its heyday and had deteriorated beyond the point of conventional repair. Time is a cruel but patient mistress, and among the original Nautilites, only Kent had yet to accept reality. After he finished his explanation, silence fell between us. Well, until another man frantically stumbled into the tavern. I'd seen him somewhere before. Oh yeah, one of the naysayers from earlier, the merchant. Somebody help! Anybody! Monsters are ransacking my precious cargo! I was torn. Do my civil duty as a Skyfarer and save the cargo, or help this ass determined to crush the dreams of my newfound friend? So, I asked Kent. What? Of course you should help him! Not a moment's hesitation from the kid. I liked that. This would have been the perfect moment to ensure the continued survival of the Nautilus, at least in the short term. But despite that, Kent didn't think twice about helping his fellow man. Hell yeah, Kent. I'll see what I can do. Damn. Can't we take some R&R instead? According to the merchant, our destination should be around here. Ah, ich dachte, man könnte hier das Ding auch abballern. Let's get moving. So, dann schauen wir mal nach der Fracht. Ich rutsch mal hier rüber. So. So. Goblins? What the hell are they doing here? Go time! That all? Nehmen alles mit an Loot, was wir so offensichtlich finden können. I'll say we didn't warn you. Hell yeah! Victory lies ahead. Hä? Seit wann kann ich denn nicht mehr durch den ballern? Habe ich eine andere Waffe bekommen? Not bad, if I say so myself. Interessant. Now then, where were we? Go time! Keine Rupien mehr. Ich krieg einfach keine Rupien mehr. That must be the cargo we're looking for. So, jetzt werden wir das wahrscheinlich deffen. Cargo's safe and sound. Maybe. Looks like it's been rummaged through. Watch out, Rackham!
We've got goblins and wyverns on our trail! It'll take more than that to dupe us. You should. Things are about to get dicey. Just don't let him get close to the cargo. Eat it! Go time! There's still more of them! Stay sharp, everybody! That all? Where's that thing? Ey. Locker machen, ne? Don't let up! Been saving this one. Between the eyes! Take that! Fire in the hole! Looking good. Take that! Go time! Ich glaube einfach, Gran So the big ballert shot alles finally weg. decided to show up, huh? Well, you're going down like the rest of them. Don't let up! Warum darf ich nur nicht? Ey, Freundchen. Ich wollte gerade sagen, hey, Flammenhagel. Easy. You monsters screwed up big time today, because you chose to mess with the best crew to ever cross these skies. Ha! No need to thank me. Nö, machen wir auch nicht. Das ist doch ganz okay gemacht. Oh, you're a lifesaver. How could I ever thank you? You want to thank someone? Thank him. I gestured toward Kent. The man's face filled with shame as the irony dawned on him. So it was you, huh? Hey, listen. I'm sorry about earlier. I could have heard you out. After the merchant left, I wanted to focus on the next goal at hand. Putting some wind back in the Nautilus's sails. So I proceeded to do some intelligent and, dare I say, brilliant thinking on the topic when Kent asked what I was talking about. Whoops, must have been thinking out loud again. You just wait and see. Und auch er bekommt ein neues Siegel. Das finde ich gut. Das gefällt mir. Ein neues Siegel ist immer gut. So. Nebenbei habe ich gerade geschaut. Ich gleich nochmal. Obwohl, eigentlich hätte das passen müssen. Nun gut. Wir machen mal die anderen jetzt auch gerade noch fertig, weil die Schicksalsepisoden müssen wir so oder so irgendwann machen. I once gave up being a skyfarer. Also, I could take up arms to protect my home island, Auguste. Man, she was special. You see, there aren't too many places in Grande with oceans, much less ones as gorgeous and pristine as Auguste's. And I'd be damned if I stood by as the Erste Empire sullied its waters with the byproducts of their weapons research. It goes without saying that I enlisted. Good thing, too, because it was in the midst of the ensuing war that I met the Grand Cipher crew. They helped us, the local mercenaries, I mean, take a stand against those Imperial punks. It wasn't a picnic, but we weren't gonna go down without a fight. In the end, the war wasn't decided by either side, but by the patron deity of the land, Leviathan, who damn near drowned Auguste in a fit of rage. Anybody's troubles would have seemed small compared to a battle like that, huh? Well, not long after, as if irony was waiting to bite me on the ass, my estranged daughter showed up out of the blue. I know what you're thinking. What kind of parent wouldn't rejoice at seeing their child again? But it's complicated, and it's all my fault. Man,
The way Apollonia looked at me. Like a wolf staring down her bunny-eared breakfast. I couldn't face her. But this crew, there was something about their vitality, you know? Here were these young'uns standing against impossible odds and coming out stronger for it. Maybe if this old man took good notes, he could eventually have an honest conversation with his own baby girl. So, I asked to join the crew and took up a life of skyfaring once again. The next time my daughter and I met, I wouldn't let fear and regret keep me from moving forward. Okay. No. Weiter geht's. Hauen wir einmal durch. How'd me and my daughter end up estranged? Well, the first thing you need to know is that my wife was stricken by a terminal illness. I refused to listen to the doctors. Terminal my foot. Even if there was no cure in Auguste, surely there ought to have been something in other lands. And so, I left my family at home, crisscrossing the skies looking for a cure. Got into a lot of adventures along the way, and somehow ended up making a name for myself. But no matter how far and wide I traveled, the cure eluded me. And while I was away, my wife, she breathed her last. I wasn't there for her when she needed me most. I never even got the chance to say goodbye. Regret and self-loathing crashed over me in never-ending waves, threatening to pull me under. You can't even begin to imagine the pain. And there was nothing I could do about it. It was all my fault. My daughter spent countless days looking after her sick mother, fighting off fear and dread. It's not hard to imagine why she hates me. She must have asked herself time and again, why was her father gallivanting across the skies while his family suffered? By the time I finally came home, she was long gone. There were no other relatives to turn to. The only family she'd known was no more. All I could do was stand dazed and helpless in the cold, empty shell of the home we'd made. Ja, ja, dramatische Geschichte. Der viel arbeitende Vater, der die Familie vernachlässigt und am Ende dafür bitter bestraft wird. Ich hoffe, dass man das selbst nie erleben muss. After that, 15 years passed. I met the captain, and through my travels with the crew, reunited with my daughter. This might surprise you, but we didn't have a tear. Okay, also die dritte Episode haben wir leider ein bisschen verpasst, weil mein Internet sich dachte, kein Bock mehr. Kann sein, weil ich parallelen Download auf einem anderen Gerät gestartet habe, aber dass dann der Upload einfach komplett zusammenbricht, ist auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Naja, ich will heute nicht wieder mit einem weiteren Rant über die Telekom starten. Deswegen gucken wir uns Episode 3 gleich direkt noch mit an. When Tempeal was hit by a devastating storm, refugees flocked to the safe haven of Folka. We heard the news and docked on the island, which was buzzing with activity. It was clear. All hands were needed on deck as reconstruction efforts got underway. So we walked through the city, looking out for opportunities to help.
That's when we saw a distressed young draft. We didn't know the details, but it was plain as day that something wasn't right. He was stumbling around, eyes unfocused, and staring into space. I couldn't shake the feeling that we shouldn't leave him on his own, so we ended up trailing him. We came to the edge of a cliff. Though the morning sun shone on our faces, a frigid wind blew down our backs. The draft just stood at the edge, staring at something only he could see. Hey, careful there! With a wind whipping around like this, you might lose your footing! The draft whirled around, taken off guard. After a while, he looked away, shrugging. Thanks for your concern. You look like you've got something on your mind. If you want a friendly ear, you've got him here. I guess I do. He smiled, though the expression didn't reach his eyes. The draft introduced himself as Karzeda. Back in Tempeel, he was a jeweler's apprentice. My childhood friend was caught up in that storm. I was in love with her. Could never get up the courage to tell her. And now it's too late. Karzeda bit down on his lip, as if he was trying to hold back his despair. He went on, telling us that he'd hit a slump in his apprenticeship. Nothing he did could gain his master's approval. His frustration boiled over, and he got into a rip-roaring fight with his friend. Hurt, she fled from the workshop. He didn't go after her. I wish I had, because that's the day the storm came. Karzeda's face twisted in agony. He made a mistake, and it ended up costing him someone dear. I could understand all too well. Ich sehe schon, Eugen ist hier so unsere Drama Queen. Aber auch er hat ein bisschen Gameplay und ja, vielleicht sollten wir das mal machen, weil ich habe mit ihm noch gar nicht gespielt und es wäre eigentlich gar keine schlechte Idee, seine Fähigkeiten mal kurz ein bisschen zu pimpen. Ist halt natürlich, nee, nicht seine Fähigkeiten, seine Meisterschaften, aber wir haben kaum Meisterschaftspunkte. Can't wait to try this out in the field. Good stuff. Lovely. Jetzt mal ein bisschen Attack Speed geben. Yep, that'll do. Aber ich glaube, das mit Rosetta wird dann schon ein bisschen schwieriger werden, ehrlich gesagt. Die müssen wir dann wann anders nachziehen. So, weil wir haben keine Punkte mehr. So, das heißt statt Rackham. Ja, das passt. So, er hat auch Feuerregen. Interessant, aber er ist ja eigentlich... Macht er damit Feuer Erdschaden oder wie? Schauen wir es uns einfach mal an. Wir können noch was anderes machen, aber wir können vielleicht... Flickert Ausrüstung. Wir könnten ihm natürlich noch Angriffskraft geben, ne? Wenigstens irgendwas. Seine Waffe und so ist jetzt natürlich überhaupt nicht abgegradet. Das können wir hier auch nicht machen. Wir probieren es. Okay, was haben wir schon für eine andere Wahl? Wird wahrscheinlich ein bisschen wenig Damage machen. Karzeda stared at the sunbeams as they illuminated the cliffside. His eyes were watering, and not just from the sun's rays. When we were kids, we made a promise. Once I became a proper jeweler, I'd share my most treasured secret with her. Cowardly, yes, but that was the only way I could tell her how I felt. It all made sense now. His deepest, darkest regret was putting off telling her what was in his heart for so long. We made that promise ages ago. I wouldn't have been surprised if she forgot all about it. Karzeda paused, as if remembering something.
He lifted his gaze to the sky, then continued. Oh, right. I have to go back to the mines in Tempeal. There are keepsakes of hers there. I don't think she can move on without them. I could tell how important this was to him. But when the people fled Tempeal, a horde of monsters moved right on in. Actually, forget the fiends. Karzada wasn't in shape to go anywhere right now. What do these keepsakes look like? I can head to the mines and track them down for you. Considering his condition, I wasn't about to give him room to argue. Besides, I know all about not being able to share the important stuff with a loved one while there's still time. There's so much I didn't get to tell my family. Even now, thinking of our old house makes my heart ache something fierce. That day, there was no one to greet me when I opened the door. Seeing the cold remains of my home tore open a void in my heart. But you know what? I managed to keep going because my friends were there for me. This time it was my turn to support someone who needed it. Sehr theatralisch. Er schaltet Schwachstellen aus der Ferne aus und ist dank seiner Zeit der Zeiten auch im Nahkampf versiert. Halte X gedrückt, um einen Scharfschützenblick zu aktivieren. Er kann sich dann nicht mal bewegen, aber er kann manuell zielen. Okay. Granaten fügen gegen ihre Explosionsschaden zu. Okay, okay. Okay. The keepsake should be somewhere around here. Might as well inspect the mine shaft as we go too. Und wie kann ich das wieder abbrechen? Mit Springen. Wird nicht mein Gameplay, wenn. Kann ich schon direkt sagen. That was too easy. They act like they own the place. Sorry, but you're gonna have to move. Okay. Das sind wir vorhin gerade alles hochgelaufen, oder? Was ist los? Warum? Ja, wahrscheinlich mit Maustastatur etwas einfacher. Here comes trouble. How about no? Watch out! That one's got a bone! Catch, here's a little payback. Ja, okay, das mit den Granaten ist halt ziemlich stark. Karzada's counting on us to find those keepsakes. Das sind ja die Keepsakes. A shovel? These are the keepsakes. Huh? Did you hear that?
the fray! After you... We got the big one. I think we can rest easy. Great! Let's head back to town. Sheesh, the place was crawling with goblins. Good thing we came instead of Karzeda. Das war's. Okay. Karzeda said his friend loved flowers. Tempeal's soil was harsh and didn't lend itself to flora, but her dream was to grow a variety of flowers and let them bloom all over the land. Knowing how much her dream meant to her, Karzeda wanted to bring her gardening tools back and place them in front of her grave. His hands were trembling when I passed them over. Thank you. Thank you so much. He was so choked with emotion that each word sounded pained, like thorns sticking in his throat. I kept my eyes on him. It felt like if I looked away for even a second, he'd fade into the great blue beyond. He was still grappling with his hurt. You wanted to say goodbye to her properly, right? Come on, I'll go with you. I slapped him on the shoulder, silently willing him to pull himself together. I appreciate that. Thank you. Karzeda hugged the tools tightly against his chest, his teeth biting down hard on his lip. It broke my heart, seeing someone so young deal with such overwhelming tragedy. The least I could do was help him see this through. Gut, seinen Slot befüllen wir jetzt erstmal nicht. Ich wollte noch so eine Nebenquest machen mal. Hello there. Ja, Quest in Angriff nehmen. Und ich würde das tatsächlich hier mal probieren. Horde. So, besiege alle Goblins. Das finde ich ist okay. Wir machen das. Und wir machen das mal offen. Ich will das mal... Ja, warum nicht? Wir nehmen es mit ihm, okay? Ja. Bereit? Dann schauen wir mal, ob wir das im Koop spielen können. Das ist ja auch ein Teil des Spiels. Soon as you're ready, let's head for the docks. Lyria needs our help. Ja, also wir können nirgendwo beitreten. Die zufällige Spielsuche. So, okay. Jetzt haben wir immer noch diese Quest, okay. Ist ja schon doof, wenn man... Ich meine, es ist jetzt die erste Woche des Spiels, wenn man da keine Spiele findet. Hä? Wir probieren das nochmal. Soon as you're ready, let's head for the docks. Lyria needs our help. Ich gehe stark davon aus, dass das wahrscheinlich erst ein bisschen später dann so sein wird, dass die Leute erst später in den Multiplayer gehen. Ich mag es eigentlich immer so von Anfang an auch schon ein bisschen Multiplayer zu machen, aber kommt halt immer drauf an. Aber wir brechen es mal ab, wir machen es, dann machen wir das jetzt einfach mal solo. Hello there. Here it is. This one, yes? Ja, this one. Wir
Können ja gerade mal kurz gucken. Also als Belohnung kriegen wir Windsplitter, Stärke, Splitter, Blastersteine. Was ist das? Kringelpilze. Wir bekommen einen Sparfuchsrupie beim ersten Mal und nochmal Stärkesplitter. Besiege 2 Gegner mit Wurfobjekten, werde in 2 Minuten fertig. Keine Ahnung, wir ballern das einfach durch. Also Spielsuche Einstellung, okay. Ja, dann machen wir jetzt geschlossen. Was? Quest in Angriff nehmen. Geschlossen. So. Oh, Instant. So, wir spielen mit ihm. Ich mag ballern. So. Damn. Can we take some R&R instead? Looks like they're coming for us. You ready? Fire in the hole! Stay calm, everyone. Heads up, people. Let's do this. So, alle tot, oder? Fertig. Weniger als 2 Minuten. They just keep coming. But we'll show them who's boss. Go time. Bring it. 5 feet. Can we take 5? I'm not liking the look of this, but don't let it intimidate ya. Feel the fire. Fire. That all? Play the eye. Now we're cooking. Irgendwie kann ich nicht mehr halten. Also halten zählt nicht mehr. I'm not liking the look of this, but don't let it intimidate ya. Come on. It's go time, baby. Come on. Take that. Looks like we got a second to catch our breath before things heat up again. Okay, unter 2 Minuten geschafft, oder was? I'm not liking the look of this. Aber ich weiß gar nicht was. Werde in 2 Minuten fertig mit was? Hot enough for ya? Okay, mit ihm muss man ja einfach gar nicht zielen. Einfach draufhalten. And I think that's everything. You were awesome out there. Ja, ich mag das Team halt nun mal. No need to thank me. Und er ist halt einfach der einzige Ranged, ne? Nur ein S, nicht mal ein S++. Was muss ich denn machen, um ein S++ zu bekommen? Okay, besiege 2 Gegner mit Wurfobjekten, gut. Das hätte ich natürlich hinkriegen können, indem ich einfach diese Fässer da. Okay, was haben wir bekommen? Wir haben 5 Stärkekristalle, 3 Stärkesplitter, 25 Stärkesplitter hier. Ja. Wir gehen dann mal zurück in die Stadt und machen die nächsten Quests. Come to view the request. Here it is. Weil hier können wir seine Waffe jetzt noch, die müssten wir schon machen. It's in your hands now. Okay, ist ja ein Bosskampf, ne? Von daher nur ein Gegner. Das sollte passen. Ich glaube, der ist aber nicht gegen Feuer. Somebody wants to play hardball. Don't let up. Been saving this one. Come on! Got eyes on it. I'm on it. On to greener pastures. You got it. Quite right. Let's move. Ist halt die Frage, ob man ihn von einer gewissen Position aus besser trifft. Bring out the breakup. Take
Weg, weg, weg. Weg. Ah, fuck. Don't let Holy! That all? Finish this. Bring it! Bring it! That all? Understood. Fire! Between the eyes! Bet it all on the bullet! Rain hell on him! Oh, in einer Minute. Das ist natürlich sehr sportlich. Eine Minute ist schon sehr, sehr sportlich. Da müssten wir die anderen noch mehr upgraden. Ach, interessant. Gibt ja instant Kisten. Alright. Ja, cool. Wäre in 3 Minuten aber immerhin fertig. Ja. Glad that's over with. Es wird wahrscheinlich wieder ein S Plus sein, ne? Hätten wir beides geschafft, wäre es ein S Plus Plus. Sag mal um. 1,11. 11 Sekunden. Krass. Ehrungen. Gutes Gespür, Schachmatt von hinten, makellos, unbezwingbar. Wir hatten den meisten Damage gemacht. Kann man sehen, wie viel Damage der gemacht hat? Nee, natürlich nicht. Ah, das wäre cool gewesen, wenn wir 2 von denen gekriegt hätten. Ja. Okay, jetzt können wir seine Waffe upgraden. Ja, Rackham hätte gerne das Limit aufgehoben. Nice. Waffe aufstufen, gleich voll aufstufen, sage ich jetzt. Bam. Oh, jetzt hat er von 95 auf 315 Damage. Könnte ich das schon? Nee, noch nicht ganz, aber bald. Also, können wir Siegel schon verbessern? Haben wir da jetzt irgendwie Materialien für bekommen? Immer noch nicht. Also Greifenfedern, gute Frage, wo es das gibt, ne? Waffen kaufen kann ich auch nirgends. Hast du Neues anzubieten? Ah, wahrscheinlich immer noch. Ah, Schätze. Stärke-Splitter. Wir brauchen die starken Was bist du? Kopfschmuck des Häuflings. Er gibt einen besonderen Geruch ab. Ja, die brauchen wir nicht. Erstmal. Da warten wir noch, bis wir wissen, wofür man das braucht. Okay. Ja, Mann. Guck mal nach Insel. Haben wir gemacht, haben wir gemacht. So, und jetzt machen wir als letztes beschütze unsere Wälder. Okay. Geschlossene Gruppe. Los geht's. Bereit. Sowas fand ich schon immer bei Monster Hunter einfach richtig cool, dass du so kurze Missionen hast, kannst du einfach mal reinspringen, kannst die machen, fertig. Well, another day, another dime. You're bringing the whole circus, huh? Keep on your toes. Between the eyes! Heads up! Who we reckon first? Don't let up! Ja, jetzt müsste er eigentlich voll den Schaden machen, macht er aber gar nicht. We should check the next area quick. They just keep coming, but we'll show. It's an area. Somebody wants to play hard. Bring it! Bring it! Bring it! Between the eyes! We should check the next area quick. They just keep coming, but we'll show them who's boss. Looking for a fight? Healthy as a horse. Rain hell on him! So alles einfach so schnell wie möglich wegfetzen. Bring it! Nein, die Wurfobjekte lassen wir.
Wo geht's weiter? Okay, wir können es ja mal probieren. Alter. Das hat gar nichts gebracht. Und die 2 Minuten werden auch ein Problem. Schneller, schnell, 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 schnell. Wo ist der letzte? Ah, schade, okay. Aber ich habe mit Wurfobjekten versucht, aber es hat nicht wirklich funktioniert. Gut. And I think that's everything. You were awesome out there. Ha! One for the books. Wieso kriegt sie jetzt MVP? Das ist dann ein kritischer Zustand. Mehr als S+ ist irgendwie nicht drin, aber das ist immer mit diesen Wurfobjekten. Jetzt kann ich mehr als diese 99 bekommen. Ich muss gerade mal schauen, ob man mehr als diese 9 Splitter bekommen kann, weil ansonsten ist das total dämlich. Da musst du die ja immer ausgeben. Nee, warte mal, wir machen dann einfach mal Eugens Waffe. Mehr geht eh nicht, ne? Verbessern wir sowieso auf Max-Stufe dann. Ja, Limit können wir nicht heben. Und ihre machen wir auch instant. Mehr geht ja nicht. So 10, 30, 30, ja. Okay, ich glaube, jetzt haben wir alles gemacht, was ging, oder? Mehr Angriffskraft. Leviathan. Die schlangenartige Astralbestie wacht über die Gewässer der Heilung und des Glücks. Sie schlummert auf Auguste, einem der wenigen Orte der Himmelswelt, die vom Meer überspült werden. Die Wasserlandschaften von Auguste entsprangen der Energie Leviathans und haben die Macht, sowohl die Natur als auch die Zivilisation zu heilen. Vor allem das augustische Meer ist seit dem Ende des Luftkrieges zu einem beliebten Reiseziel geworden. Leviathan ist mit Eugen, der seine innersten Lehren vollendet hat, verbunden und segnet mit ihm seine Macht. So ein Wie? So, wir nehmen alles mit. Stärkekristalle, K. So, ja. Schaltet Eugens... Achso, ja, okay, die Meisterschaftsknoten, klar. Bronzeschmied. Erreiche eine kombinierte Waffenstufe von 100. Frage ist, können wir bei den Meisterschaften, haben wir ein paar Punkte gekriegt, müssen unbedingt Rosetta halt Power geben. Ja, ja. I can't wait to debut this. Bolder and more beautiful. Okay, mehr machen wir jetzt bei ihr auch erstmal nicht. Wir geben ihr noch defensiv bisschen was. Well now. Ah, halt. Rackham kann bei Sammlung seine Waffe noch hoch
Feel my reflexes Nämlich improving. mehr Punkte, was total wichtig ist. Also, Zeta kann das noch nicht. Das kann man erst bei Waffen über Stufe 10. So, weiter. Ihre Lebenspunkte haben wir nochmal erhöht. Superb. Ja, okay. So, dann ist die nämlich auch ein bisschen erhöht. Oder ein bisschen stärker. Und dann könnten wir eigentlich ihre Tagebucheinträge auch spielen, meiner Meinung nach. Oder ihre... Ihr wisst schon. Halt ihre Background-Story. So. Wir haben aber noch mehr von denen. Also Schicksalsepisoden könnten wir von ihr jetzt vielleicht einfach auch mal spielen. So, wir machen das jetzt einfach mal. Mal gucken, wer ist sie denn überhaupt? Zega Grande, the forgotten skydom. As I gazed into its perennial blue, I reflected on my last time here, during my travels with him. My memories of this place were distant, yet unforgettable. Have you been here before, Rosetta? Hmm? Perhaps I have. Who can say? Eventually, I'll share my tales of the captain's father and our journey together. When the time is ripe, of course. But first, I would need to sort through my own emotions. It was here in these skies that we would eventually part. I know. In the eyes of eternity, our time together lasted no longer than a blink. Yet his impact on me felt nothing short of eternal. Indeed, it wasn't nostalgia that I felt upon revisiting these skies. Rather, it was the significance of this place and all that transpired here that weighed heavily upon my heart. During the war, primal beasts were exploited by the Astrals as instruments of battle. Withered and faded, one primal would eventually drift to Lumacier Archipelago, making a home for herself. Over time, she grew accustomed to the comforts of its forests and the serenity they offered. It was a far cry from the brutalities of war. Centuries would pass until a young man stumbled upon her domain, forever altering the course of her life. She engaged him in a vicious battle, but was ultimately humbled in defeat. Accepting her fate, she resigned herself to death. However, the man would sheath his blade and, to her surprise, asked if she would join him on a journey across the skies. A primal beast was supposedly no more than an astral weapon. Beings born to be controlled, manipulated, and ill-used since time immemorial. She had never entertained the idea of something more. In fact, she hardly had a name for herself. Well, she did have a moniker, but it was a meaningless one, whose sole purpose was to identify her as a weapon. Perhaps out of pity, perhaps out of kindness, the man bestowed upon her a new name. It was from that moment she would truly blossom. Rosetta. It was his gift to her, one she would treasure and love for eternity. With every union comes an inevitable separation. When his journey neared its final chapters, as he took up arms against the god of destruction, I returned to the forests of Lumacier.
After my return to the archipelago, I briefly longed for his companionship, but the flora and fauna kept me company. Decades came and went, and one day I would encounter yet another young visitor to the island. There was no mistaking it. This was his offspring. I realized at that very moment the time had come. He had entrusted this child to me from the ends of the skies. My heart swelled, but I concealed my excitement, flashing naught but a smile at the young captain. I would join the up-and-coming Skyfarers crew on the Grand Cipher for another journey across the skies, this time as a bystander. During their travels, they would experience joys and triumphs, alongside loss and hardship. I continued to observe from afar, doing my best to obscure my true intentions. My roots were well planted in the past. Knowing what I knew, would I be able to act as a part of their crew in earnest? Before long, my ambivalence would come to a head. My convictions had begun to waver. Was this the right approach? Of course, I was conscious of reality. I knew their journey wouldn't be easy. They would have to face the harsh life the skies had in store for them. And with our foes only becoming more and more cumbersome even for myself, could I possibly protect them? My presence on the Grand Cipher was inconsequential, and at worst, a hindrance to the crew. I thought if I weren't here, the captain, EO, the entire crew would handle themselves just fine. Perhaps the time had come to retire to the forests once more. But as I was preparing to leave, EO grabbed my hand so sweetly, so innocently, and said she needed me to stay. I couldn't bring myself to abandon her. I would be the bystander no longer. Everyone in the crew had a role to play, and I would be the exception no more. Finally, I found my purpose. I was free to experience the skies once again, hand in hand with the captain. It wasn't duty or obligation that anchored me to this crew. It was love. And I promised to always protect them. I would leave no regrets in the skies. Thus, our journey continued. Only this time I felt that I was a true member of the Grand Cipher. Okay, das ist ja interessant. Also, die eine Celestin war, oder was war das jetzt? Ich muss gerade noch mal kurz schauen. In Lyras Tagebuch kann man das bestimmt nachlesen, was sie war. Glossar. Astralbestie, genau hier. Gottähnliche Bestien während des Luftkriegses. Nachdem ihre früheren Herren im Exil waren, schliefen viele Astralbestien in Form von Kristallen oder wurden als Objekte der Verehrung in aufkeimende Kulturen integriert. Astralbestien können nur von Sternsiedern kontrolliert werden. Also sie ist eigentlich eine Astralbestie und wurde von Grants Vater quasi, ja, wie kann man sagen, also sie war, ist ins Exil gegangen auch und wurde von ihm besiegt und dann am Ende quasi eingegliedert ins Leben. Interessant. Tatsächlich bis jetzt die interessanteste Story. Ach Quatsch. So, gucken wir mal. Was haben wir denn noch nach Insel? Das haben wir schon gemacht. Was ist das? Westliches, östliches. Ah, machen wir alles, oder? Was gibt's noch? Okay, es gibt nur die 6er, dann machen wir die 6 jetzt. Überleben, Zeitlimit 4. Nehmen wir alles mit. Mit ihm. Oh boy. Duty calls.
Who we reckon first? Don't let anything get the jump on you. Don't let up! It's go time, baby! Ever tasted lead? Ja, das ist so AOE-Schaden ist halt natürlich sehr geil. Watch out! Here they come! It's over! Fire! Don't let up! Looking good. Feel the fun! Between the eyes! Ich muss gerade mal gucken, ob wenn die Waffe kühler ist, ob wir dann mehr... Naja, ist eigentlich egal, ne? Siege 50 Gegner. So, so. You better watch out! On me! I've got you! Firing! Now we're cooking! Good shot, Io! You don't have to call me, you know! Been saving this one! Was denn? Goblin-Soldat? Ich habe noch gar keinen gesehen davon. Take that! That all? Looking good. Slides! Better act quick before they run! Oh, you're in for it! Ah, it's go time! Looks like they're coming for us! You ready? Oh, ich treffe sie nicht, ich treffe sie nicht. Fire in the hole! Okay, das könnte ein bisschen tricky werden. Take that! That all? Mach halt keinen Schaden an denen. Heads up, people! That all? Könnten wir alle mal mehr Fokus machen? Boost! Go time! Watch this! Yeah. Oh, yeah! I owe you much. Take him out. Follow me! Watch this! Excellent shot, Rackham. You weren't half bad yourself. Uh-oh! This guy looks strong! You better watch out! everyone. Come on! You're fired! Wake up! You're not Get getting a away! load of this! Way to go, Wolf! You too, Io. Bring out the big gun! Got a bullet for you! Come on! Watch out for the shooter! Bring out the big gun! Now, That cut all? them You're down. by my side! Synergized and energized. Right. I was Let's just move getting on. warmed With a up! pleasure! Looking good so far! You got this! Right. Better act quick before they run! Trigger finger's itching! Breaking leg. Here, mug! Let's Dust to dust! Come on! Don't let up! Get behind my shield. Bring fire in the hole! Rain, help! That was great! Bring out the big gun! No enemies left, but you can take them! Been saving this one! Oh, you're in for it! Uh-oh! This guy looks strong! You better watch out! We're in the home stretch now! Keep it up! Better to hook along! Cut them This down! one's free! We got this in the bag! I owe you much. Echt? Aber hätte ich die besiegen müssen? One more quest in the bag! Boni vergeben. Weiß ich gar nicht. Ich dachte, die kommen dann einfach. Naja, egal. Wir haben es gut gemacht, meiner Meinung nach. How you guys feeling? War halt wieder nur ein S+ und kein S++, ne? Stehe halt die, kann mir jemand mal erklären, was die einzelnen Stati bedeuten?
Was habe ich da bekommen? Ach so, ein helles Köpfchen. Das ist eine Insignie oder wie ist das Ding da ist, ne? Hey, wir nehmen alles mit. Yes. Yes, can I help you? Right. So. This one, yes? Verteidigt die geheiligte... Ja. War das nicht eben auch schon? Das Überleben, jetzt verteidigen, dann nochmal Boss. Cool. Wir haben ja bis jetzt nur einen Boss, glaube ich. Na, 2 Bosse haben wir bis jetzt gehabt. Der zweite Boss ist für mich gar nicht mal schlecht, weil er gegen Feuer eine Schwäche hat. Damn. Can't we take some R&R instead? There's enemies on the way! We can't let them trash the hallowed ground! Hell yeah! Ah, wenn es... Okay, jetzt habe ich es gecheckt, ne? Also wenn es... wenn die Waffe auf heiß ist, dann laden sich meine anderen Schüsse mehr auf. Ah. Muss ja die ganzen Mechaniken erstmal lernen. Looks like we've got guests! Go give them a big welcome! Ja, guck mal, wie schnell das dann geht. Mist, ich habe den Link verpasst. Follow me. I got him! Excellent shot, Rackham. You weren't half bad yourself. Looks like we got a second to catch our breath before things heat up again. Look alive! We've got company! Lincolnwood! Heads up, people! You should. It's go time! Between the eyes! Don't let up! Ever tasted... Ey, 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 ey. Between the eyes! Hot enough for ya? You're weaker now! Bet it all on the bullet! Ey, ist mies, weil die weit weg stehen da. Got a bullet for Take him! You're done! Let's go! Like a well-oiled Muss man speziell anvisieren. Finish the next wave in no time. Ja, 65 ist noch, ist es machbar. Just keep coming! But we'll show 'em who's boss! Go time! Into the fray. No problem! You're getting better. You think so? Weil die stehen überall und ballern von überall drauf. Ey, 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 ey. It's go time, baby! Rain hell on 'em! Now we're... Looking good! Fire! Follow me! After you. Sorry, not sorry. Did the damn thing, didn't we? Thanks. I do my best. Come on! Go time! Looking good! It's go time! Between the eyes! Bet it all on the bullet! Don't let up! They're open. Between the eyes! Right up! Got this. Keep it up, crew. Yes. Right behind you! Gotcha! Ja, den warten wir noch, bis was Größeres kommt. Dann machen wir einmal richtig schön Action. Und da kommt jetzt was Größeres. Dust to dust! Catalina! I'm here. Bring it! Go full! Into the Ever tasted lead? Ew. I'm on it! Got a bullet for ya! Yep. Here goes, Harry. Don't let up! Bring it! Prominent flare. Got him! Follow it. Still enemies left, but you can take them! Bring fire! Trigger finger is it? No prob! Oh, you're in for Boah, der Damage. Beat him down. You should. Don't let up! Now, take
nice. Excellent collaboration. I guess so. In the home stretch now. Keep it up. Don't let up! They ain't hell on them! Come on. Cut them Got down. eyes on 'em. That's on a swivel, people! Very true. Well said. Understood. Go time! Whoopsie daisy! That all? Got a bullet for ya! Now we're cooking! Time's up, oder? Haben wir noch gut geschafft. Natürlich gerne alle getötet. Yeah, we did it. Siege 3 gehen mit. Ja, ihr könnt mich mal. Ihr und eure Wurfobjekte. Würde wahrscheinlich mit dem anderen gut gehen, der Granaten wirft. Das ist ja ein Wurfobjekt. Ich wollte gerade sagen, what? Nein, ganz kurz vorm S+. Oh, wie bitter. Leben 1 ist ja Witz, also Witz. Die Belohnungen sind so lala, ne? Geht so. Okay, das heißt, wir haben jetzt alles durch, oder? Hello there. Right. Nein, Quatsch, da fehlt noch der Bossfight, genau. Werde in 3 Minuten fertig, verfalle maximal 2 Mal in den kritischen Zustand, werde in 1 Minute fertig. Ist ja vollkommen ausgeschlossen. Wir können natürlich gucken, dass wir unser Damage noch ein bisschen boosten. Kann ja nicht schaden. Haben wir ja wieder 44, ne? Für ihn. Ja, More Attack. Ja, den können wir machen. It's all coming back to me. Hitzeleiste sinkt langsamer, ist auch nicht verkehrt. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass die anderen vielleicht auch noch mehr Power brauchen, ne? Great. It's all so clear. Ja. Ach so, hahaha. Konzentration. Also ich hätte jetzt gesagt, dass sie eigentlich Feuer sich sparen kann und stattdessen Blitz nimmt. So, weil Feuer habe ich ja schon dabei. Und Gran braucht einfach Damage. Good stuff. More Attack. Mehr Linkstufen. Ich finde halt diese Linkstufe, wenn man dann komplett prinzipiell gesehen so in so Slow Motion kämpft, schon cool. Gut. Wir haben sie nochmal abgegradet. Inwiefern, ne? Das jetzt. Rackham hat nochmal einen neuen Schuss. Bei Windelementkugeln ab. Kontakt explodieren, ja. Die Goldschleimchen. Dunkel. Ja, da hatten wir nichts dabei, ne? Ich habe mit Feuer da fast gar keinen Damage gemacht.
Stetige Verbesserung. Ja. Einen Medium-Stärke-Kristall. Brauchen wir halt noch nicht, aber... Quest in Angriff nehmen, genau. So, und jetzt noch den Boss. Okay. Yes. Good luck out there. Ich weiß gar nicht, stand da dabei, welchen Boss man fightet. Ich denke, es ist der Wind-Boss, aber ich könnte mich auch irren und der Goblin-Krieger. Who we reckon first? Stay calm, everyone. Schwach gegen was? Been saving this one. Between the eyes. Little present for ya. Genau, also Let's do it. The fun's just muss halt hinter ihm kommen. Eyes on the prize. Boah, du Drecksack. It's go time. You're weaker now. Hot enough for ya? Take that. Oh, wir haben ihn gebroken. Rain hell on him. Set it all on the hell yeah. Bring it. After you. Hey, that really worked! I guess so. What did you expect? Look out, guys! Schneller, 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 schneller. Got a bullet for ya. Take him out. Bet it all on the bullet. Bring out the big gun. It's over. Yep. Shit. Na, eine Minute war nicht ganz, aber 3 Minuten war kein Problem, oder 2. Soll er jetzt Kistchen spawnen? Oh, that should be the last of them, which means quest complete! You're mine. Ha! Not too bad. Not too bad. Boah. Ist schon scheiße, wenn ein Bot besser ist als du. Die levelt halt wie Sau, weil die einfach voll abgeht mit den ganzen AOE-Schaden und so. Oh, was haben wir denn da? Verbessertes Blocken. Saunsiegel? Das war aber keine Greifenfeder, oder? Was wir da jetzt bekommen haben. Und damit könnten wir ja Waffen noch weiter aufrüsten. Kopfschmuck des Häuptlings. Ah ja. Verbessertes Blocken. Wäre beim Blocken mehr Schaden ab, deine Schutzhaltung ist schwerer zu besprechen. Ja, wäre wahrscheinlich... keine Ahnung. Irgendwem würde es was bringen, mir nichts. So, Come to view the request. Here it is. ja gut, haben wir gemacht. Wenn du jetzt nach Online-Sessions suchen würdest. Yes? Okay. Zum Beispiel nach bestimmten Parametern suchen. Quest-Schwierigkeit, leicht. So. Ziel ist mir egal. Spielstil, ich will... Gar nichts, ist mir egal. Mach mal. Wir gucken einfach mal, was haben wir da? Verteidigen. Machen wir einfach mal hier. Wir helfen einfach mal. Got this.
do you do? Wo ist der andere? Die andere? Da. Zuletzt gesehen, 4.2. Kapitel. Oh, die ist schon ein bisschen weiter als wir. Sag einfach, ich bin bereit. Ready when you are. Ach du Schande. Counting on your help. Yes. How's it going? Okay, die ist halt Stufe 23. Das ist natürlich viel. Zufällige Spielesuche geschlossen. Ja, dann muss ja nur noch bereit machen. Was wird denn das hier, wenn es fertig wird? I'm all ready. Gut, das dauert mir zu lange, Freunde. Da rumstehen. Da haben wir keine Zeit. Dann machen wir lieber unsere Main Quest weiter jetzt. Are you all ready for takeoff? I can leave at a moment's notice. Ich glaube, wir haben Prep alles and ready. gemacht, was wir machen müssen. Excellent. Then let's cast off. Awesome! The deck looks good as new! What in blue blazes is this? Like what you see? It's the latest in ether cannon technology. You did this? That thing looks like a recipe for disaster. You bet it is. See, a merchant I know's been asking me to test it out. This flagship model employs ethereal mechanics to increase range, accuracy, velocity. Und geht da voll eine ab drauf. Never took Roland for a weapons maniac. Ja, so als By the way, Kirchentyp. Captain, how is the life link between you and Lyria holding up? I'm not optimistic. Jeez, quit being a pessimist. You look just fine to me. If the captain's okay, then the lifelink is still firmly connected to Lyria. And since they share the same life force, a healthy captain means a healthy Lyria. Isn't that right? Mm-hmm. Considering they called her a shaman, I doubt they're out to harm her. Glaube ich auch nicht, ehrlich gesagt. You're yanking my chain. That's incredible. See? I had the exact same reaction. Gosh, you guys are such dorks. I take back what I said. These ether cannons are pure magic. It seems Roland has quite the silver tongue. Next stop, Lotania Island. Our target is Avia's flagship, the Emeritot. Let's go rescue Lyria. Hey, Fix-It Dude. Who died and made you captain? Let's roll into you.
So, schauen wir mal, ob er ein bisschen Loot auf dem Schiff gelassen hat. Offensichtlich. Ah, doch, da. Neat. Hey, Andy. Liegt ja einfach mal so rum. Bisschen Loot. Kann hier nicht mal jemand aufräumen? Aufbrechen. Ja. Ist bitte so unser Hub? The Church of Avia, claiming Lyria was some kind of shaman of salvation, had ripped her away from us. We had no idea what they were after, much less what they had in store for Zega Grande. The most we could speculate, there had to be a connection between Avia's appearance and the incidents with Bahamut and Furican. At the very least, Roland had an idea of where they were taking Lyria. Lotania Island. Das haben die auch gesagt. Wortwörtlich zu uns. Okay. Vermutlich werden wir jetzt diese neuen Waffen gleich mal testen dürfen. Oder sind die zufällig da? Ah, got eyes on him. Good luck trying to outrun the Grand Cipher. Schiff kaputt. Fertig. Es ging schnell. So, Mission zu Ende. Here goes nothing. Clutch save there. Wieso haben die sowas und wir nicht? Well, this is a fine welcome. Anything Ich for kann mal schauen, als salvation. was ich jetzt spiele. You punks ain't taking our ship. Never in a million years. So, machen wir das, was man auf so einem Boot machen sollte. Richtig? Erstmal mit Feuer kämpfen. Troops, form up! Come on! Fire in the hole! Take that! Bring it! Gib mir den Loot. And don't even think about coming back. No, wait. Listen. Wow, that's not fair. We knew they were armed, but why does a church have this much firepower? This is bad. They're shooting at us. Oh boy, at this rate we'll be blown to pieces. Was heißt das? Ich muss diese... Use them Ja, to return okay. fire. Ja, ein bisschen ätzend, wenn die mich abballern können. Here comes more of the whole up. Oh yeah, they felt that one. Cannon overheated. You can fire again after it cools down a bit. Okay. Ist doch egal, warum... Just trying to ram us. Die haben uns Get us kaputt out of gemacht. here, Roland. Nein, 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 nein. They're already here. Not all. Ey, mein Schiff. Bring it. Get the ship and arrest the outsider. I don't understand. You're in for it. Why is this church acting so aggressively? The EVA cannon's out of commission. You'll have to fight in close quarters. Ready, buddy? Let's get wild in here. Don't let up. Level up. We've been briefed. Deploy the droid to Balsam. Prepare to intercept. Okay, so we're looking for the gun battery. Yeah, we know. We'll get rid of them. That's one gun battery down. They're targeting the guns. Stop them now. Fire in the hole. Got a bullet
Renn, 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 renn schneller. Boah. Nein, 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 wir müssen da oben drauf. Wir müssen diese Geschütze hier platt machen. Tasted lead? Trigger finger attention. Oh yeah. No more taking pot shots at the Grand Cipher for you. They could finish it off. Can you disable their ship? Like knock out the power? Then we'll have to see. Output falling. Connect to reserve power and restart. Oh, mach die platt mal. Our regulator shutting down. To restart, consult the manual. Trigger finger attention. Ever tasted lead? So. No time to relax. That ship's about to fall like a stone. Back to the rail! It's time to scram! Abandoned ship! All units to your designated lifeboats! Nice. Looks like we're all accounted for. My poor heart. That's impossible. Who are these people? Tschüss. Gute Reise. There! Behind us! We got incoming! Looking onto us with their anchors? Talk about Natürlich clinging. die nächste. Still can't use the cannons either, but we can't stand here gawking. Those Nice. chains will rip the Grand Cipher in half if you don't do something. Then we'll have to destroy them. Come on, everyone. Step back, we destroyed one. We've lost the tactical anchor. Requesting backup from ship 3. That's right! Get off our ship! I knew you could do it. Destroy the other and we're free. Rain hell on them! Damn, they're tough! Operation failed! I repeat, operation has failed! Fantastic work, everyone. That was exceptional. How's the ship? Can she still fly? Sure can. I wish I had a ship as amazing as yours. Now, put her to the test. Heißt? Big red ship zoomed into the cloud! We'll lose some visibility in there. Stay on your toes. Die verziehen sich. And I hate being popular. Don't tell me. We flew right into an ambush. I've had enough. Hey, Eugen, cannons up yet? Think we're good. Let's say hi with a bang. Ach du Scheiße, ja. Wir sind aber diejenigen, die gleich Bang machen. You bastards won't touch another splinter on the Grand Cipher! Bring the eye! It's saving this one! That's a hit on our 4 o'clock. Boah, Alter, was ist denn das bitte für eine Mission? We've taken out a ship without using cannons before. We'll just have to do it again. This one won't be as easy. It sure beats getting pumped full of holes. Ja, aber es ist ja unmöglich, die zu vernichten, wenn alle All meine hands, brace for impact. Waffen kaputt sind. Vernichte alle feindlichen Schiffe. Right. Same drill as before. Destroy the regulator at the back, then make your escape. Oh, yeah! Let's do this thing! The clock is against us. We must destroy the power regulator.
Alter Schwede. Little present for ya. Don't let Wo ist der nächste? that all. Fire in the hole. Come on. Into the fray! Bring out the fish out of our way. Never tasted lead? Armor break. I can do this! Devastation! Intruders have come aboard! Send for backup. Bring it. Payback for ship 6! Why haven't they been captured yet? All integral modes detected. Switch to manual out of abnormality in regulator setting. Possible fault in ether flow. Hier, Kontrolleinheit ballern wir ja locker weg, ne? Crimson corruption! Like that! Abandoned ship! All personnel must immediately follow evacuation procedures! She's sinking. Now, hurry back to the Grand Cipher. Run! Get off the ship! Faster, you guys, faster. Don't stop running! Oh, fuck you. Oh, okay. Woo. That was too close for comfort! Danger at 10 o'clock! Brace! Brace! This ain't funny, damn it. Everybody, hold on tight to something! Bring it. It's saving this one. Ship's going to drag us down with it if we can't pull away somehow. Any good ideas? Destroying the engine seems effective enough. Actually, that might be our only option. Can you handle it? It's as good as done. Besides, Oh, you're I in don't for feel it. like crashing today. Got a bullet for it. He lost the gun battle! That includes Sucks to be you. Enchanted land! Bet it all on the bullet. Nice boost. Now we're cooking. Trigger finger is itching. War's not over yet. Got a bullet for ya. On my mark. No problem. Hey, kudos! So, weiter geht's. Ah, wie kommen wir da hoch? Können wir da hochspringen? Ja, ja. Und weiter geht's. Heads up, people. Now we're cooking. Go time. Fire in the hole. Trigger finger is itching. Little present for ya. Bet it all on the bullet. Oh, you're... That's a cue to hightail it to the Grand Cipher. Sonst noch was? Was sagen? Gehen wir kaputt? Aber super effizient, einfach reinrennen und kaputt schießen, das ist was wichtig ist. Wir verteidigen sie ja eh nicht richtig. Slide down the deck. You'll drop safely aboard the Grand Cipher. Wo ist meiner? Ah, da. So, jetzt haben wir nur noch das eine Schiff. Unser Schiff ist doch mittlerweile einfach nur noch vollkommen am Arsch. Now that's some frightening firepower. I'm glad you're on my team. What can we say? Those bozos weren't even a challenge. All right, now to catch that ship. It's showtime, folks. Who are you? Who am I? Call me Galanza, Alpha of the Silver Wolf Corps, and strongest in the land. You bastard! Watch where you stick that thing! Who cares about a dumb pile of wood? You see, all that matters. Ja, Schiff beleidigt.
is the last man standing. Und wir werden dafür sorgen, dass das nicht du bist. At least give me a challenge. One of that church's top brass, huh? This guy's got a lot to answer for. Impressive. No one's ever made such short work of my unit before. I want answers, and you're going to give them to me. Why did you kidnap Lyria? Why, you ask? Because I live to test my might against the strong. Oh, this is going to be fun. That's a dumb excuse. Can't stand guys like him. Let's just knock him flat on his butt. Meet your Go time! Take him out! Got a bullet for you! Bet it all on the bullet! Those attacks are hard to avoid. Might be better to buckle down and guard. Move it! Scheiße, nicht getroffen. Got a bullet for you! Spring doch. Warum springt er? Manchmal sitzt er einfach nur da. Steh auf. Heads up, people! This is gonna burn. Bet it all on the bullet. They needed that. Move it! Jetzt hat er getroffen, endlich. Piercing punishment. Yes, the captain's here. Tempest flame. Trigger finger's itching. Take that. Leave it to me. Blaze of frost. Ja, hält aber echt einiges aus. Don't let up. Bet it all on the bullet. Great time's over. I hope you're... Excellent. This is the most fun we've had in ages. Lass mein Schiff ganz. It transformed. We're through. Storming death. Nein, 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 nein. Au, au, au. Don't let up. It's go time. Stop stalling. They have hit me. Been saving this one. Bring it. Little present for you. Got all weasel. Bet it all on the bullet. Oh, you're in for it. Help me out. Roger. Read him and wheel. Yes. Can't let him Jetzt haben wir den Slow-Mo. like this. Bring out the big gun. Bring it on. Ever tasted lead? Come on. It's go time, baby. That all? Bring out the big gun. Skilled and crazy. The worst possible combo. Watch yourselves. This assault. Watch closely now. Easy daisy. What's that all? Weekend! Healthy as a horse. Sorry to burden you. I don't know what I've done to deserve this much fun, but I don't want it to end. Go time. Holy! Go time. Come on. Use whatever tactics you want. Hey, steh doch mal auf, Typ. Ich stehe halt auch immer 3 Stunden lang, ist er dann... Nice moves. Enchanted land. Heads up, people. Geh weg von mir.
Go time! Sucks to be you! Fire! Don't let up! Don't let up! Healthy as a horse. Bring it! Trigger. Go time! Now's a chance! They're in my sight! Excellent collaboration. I guess so. Nicht getroffen. Fuck. Jetzt wäre es halt am besten gewesen. Scheiße, hätte ich ein paar Sekunden gewartet. Egal, es hat auch so geklappt. Thrilling. How thrilling! If I am to fall in this duel, then it would have been a life well spent! I'm inclined to say that you've had quite enough entertainment. Another one? I haven't had a worthy fight in ages. I won't retreat. Really, you speak like a beast with more impulse than sense. If you're lying on the ground bereft of life, how will you explain yourself to Our Lady? Point taken. I could use a nice nap. But as for you, the next time we meet face to face, only one of us will walk away. It'll be glorious! Mein Schiff! Hatte nochmal Glück gehabt. So that just happened. Guys, that lady that was just here disappeared too. She has quite the talent. Yet another foe to keep in mind. Roland, what of the red ship? Don't you worry. I've got eyes on it. They're flying towards Mount Nazulith. Whoa! Old girl's taking too much damage. Hope she don't fall. Damn it! Just gave her a tune-up, too. Don't let us down, Grand Cypher. So, meine Regie war eben perfekt. Bild aus beim Kämpfen, Bild an bei Zwischensequenz. So muss das sein. So, da hat jemand Stärkesplitter liegen lassen. Da oben ist bestimmt auch noch irgendwo was zum Looten, oder? Ne. Okay. Ja, viel übrig geblieben von dem Schiff ist ja... Naja, es geht so, ne? Jetzt gucken, ob da noch Loot ist. Hey, Andy. So, was sagt die Uhr? Die Uhr sagt, oh, 10:30. Die Uhr sagt, wir müssen jetzt gleich leider Schluss machen. Grand Cypher's looking rough, but this ain't our first rodeo. Let's go! We chase after the red ship, straining to see through the flurries of snow. Lotanya Island, home to frosty mountains, treacherous ravines, and desolate tundra. Out here, it's just white, white, and more white. The ship shivers in the blasts of icy wind. This place has got just one message for us. Keep out.
those cliffs. Ride's gonna get a little bumpy. Ugh, this Skydom is nothing but trouble. It's like we're cursed or something. Roland, a word, please. I saw a light in the distance before the storm hit. It was like the one in Tempeal. If that light is what I think it is... You guessed right. It's where we'll find the island's altar. And Avia. So they aim to drive another primal beast to insanity? Be that as it may, Lyria is waiting for us. Now is not the time to speculate. Look, I know we gotta go, but the ship's hurting. We won't get far without repairs. With a blizzard like this, all we can do is wait till it dies down. I'll go on foot. In this weather? Through a mountain? Do you know how dangerous that is? If anything, it might be safer. There's an old monastery nearby. I plan to meet a friend by the sanctum. With her leading the way, you'll arrive at the altar come rain, sleet, or snow. Then she's our only chance. Come on! The trails are infested with monsters. But after seeing your handiwork, I'm sure we have nothing to worry about. Oh, I'm not worried about that. Thing is, I can't leave the Grand Cipher unguarded. Then permit me to repair her in your stead. She'll be ready to fly in no time. Look, it's not that I don't trust you. Don't judge a book by its cover. I'm Mr. Fix-It, remember? Repairs are my specialty. He might be our only chance. Look, I get it. Old gal's just been through a lot. It's hard for me to let go. You're such a crybaby, Rackham. You still can't leave the Grand Cipher's nest. Oh, give me a break. Seriously, it ain't like that. Roland, can I trust you with the Grand Cipher? On my honor, I'll do everything in my power to patch her up. Okay, gang. Let's get going before we turn into popsicles. Lyria needs us. Wait here, old gal. We'll be back right after our rescue mission. Ah, ich will immer X drücken. So. Was haben wir denn hier? Tauschschätze. Wassersplitter. Okay. Gut, also aber wir haben hier keinen Schmied. Doch, Schmied haben wir hier auch. Können wir schon Waffen verbessern jetzt? Eine hätten wir tatsächlich. Wir könnten könnten wir die Waffen verbessern. Dann Io. Obwohl. Oder. Catalina macht halt richtig viel Damage. Wir werden das beim nächsten Mal testen. So. Ich speichere jetzt erstmal. Und ja, dann ist es auch schon spät. Ich muss morgen ja wieder raus. Das ist leider immer wieder das Gleiche, jeden Montag. So. Wir haben ein neues Gebiet erreicht. Ich finde, das ist ein guter Punkt, um auch da den Break zu machen. Und beim nächsten Mal starten wir dann hier einfach direkt wieder durch. Mit nächstes Mal meine ich sehr wahrscheinlich morgen Abend. In diesem Sinne, noch eine wunderschöne gute Nacht oder einen schönen Tag, was auch immer gerade bei euch ist.